Oh hey! Sicherlich fragen sich die ein oder anderen, was es sich jetzt etwa mit diesem Video auf sich hat. Und warum dieser Titel so komisch ist und warum das Thumbnail so ist. Es ist ein Sitpost. Aber nicht nur irgendein Sitpost, sondern ein Sitpost für das 3-jährige Jubiläum dieses Channels und natürlich auch etwa was Animationstestes Review mit Dieter der Film. Aber dazu kommen wir in dieser sehr seltenen Art von Sitpost Review. Wie gesagt, es ist mein drittes Anniversary quasi und ich habe das letztere sehr verschlafen, mehr oder weniger. Also muss es irgendwie was machen, damit dieses etwa besonders wird. Ich hoffe, ihr könnt das enjoyen und ich hoffe, falls jemand etwa Kopfhörer anhat, dass er die nicht etwas zu laut gestellt hat. Beziehungsweise, dass der Ton nicht zu laut. Ein stinknormaler Tag. Der 6.7. Was für ein stinknormaler Tag, wo nichts Seltsames passiert. Und hey, Ori, komm doch mal näher. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges zeigen. Siehst du dieses Teil, was ich in meiner Hand halte? Na dann, ja, stimme dir absolut zu. Dieser Film ist eine Tragödie für die Menschheit. Was laberst du, Ori, da? Was für ein Film? Du hörst mir gefühlt nie zu. Random, ich bin enttäuscht von dir. Darüber reden wir noch. Darüber reden wir auf jeden Fall noch. Natürlich sagst du das, Ori. Natürlich sagst du es. Aber hör mir mal gut zu. Dieses Teil, was ich gerade in meiner Hand habe, was niemand so gut sehen kann. Ja, dieses fucking Teil, könnte die Welt zerstören. Und weißt du, woher es das weiß? Natürlich aus einer Verschwörungstheoretiker-Broschüre. Und wie wir alle wissen, die haben immer fucking gerecht. Also Ori, wirklich. Ich bitte dich. Also hoffen wir mal, dass nichts Seltsames mit diesem Teil passiert. An diesem sehr seltsamen und stinknormalen 6.7. Tag. Ach, wem täuscht sich vor? Irgendwas Seltsames, Weirdes oder Absurdes wird noch heute passieren. Und dabei, seht doch da, die fucking Überblende. A few moments later. Dann mach mal den Monitor an. Wir suchen den Random aus dem Jahre 2021, wo seine Mikroqualität ein wenig besser geworden ist. Jede Minute, er müsste in jeder Minute da sein. Ist das? Oh Gott, nein. Nein. Und er ist hier. Wie erwartet. Du hast mich also erwartet. Wie einladend. Da fühlt man sich fast so, als wäre das zu Hause. Sie hat nicht gesehen, ist das mein Zuhause. Aber die Zukunft. Ja, ich bin definitiv nicht etwa glücklich, dich zu sehen. Denn wirklich niemand mag dich. Was machst du da für ein Gesicht? Bist du nicht etwa glücklich, mich zu sehen? Dein altes Ich. Dein perfektes Ich. Als du etwa noch Peak-Content gemacht hast. Mit dieser super geilen Qualität. Hä? Ich meine, hör doch mal deine Mikrofonqualität an. Die ist grausig. Wer ist überhaupt dieser Pinguin da? Ist das die Gefahr, die wir etwa auslösen müssen? Gemeinsam oder wie auch immer die das gesagt haben? Hä? Bist du die Gefahr? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Gefahr? Random? Warte mal, hört ihr das alle? Hört ihr das? Oder werde ich wirklich einfach nur verrückt? Ich höre gar nichts. Vielleicht bist du auch einfach nur verrückt geworden, eingesnappt worden. Würde mich ja nicht wundern bei deinen Auftreten. Roter Velvet. Noch nie mal Geschmack etwa in der Mode. Nein, er ist auch hier. Gott, oh Gott. Oh, nicht dieser Idiot. Oh Gott, ich hasse selbst ihn. Da musstet ihr mal einmal zustimmen. Schrecklich. Da könnte man noch nicht mal fast irgendwas passieren. Und die Videos, 1-Minuten-Videos, der denkt sich auch wirklich einfach nur, er wäre etwa der Filmkritiker Nummer 1, der richtige Volcom L. Smith. Ekelhaft. Ich glaube, er müsste mit uns reden. Ich glaube das auch. Aber da kommt kein Ton. Wir sehen nur etwa sein Gesicht. Seine fucking Fresse. Oh Gott, er hat noch nicht mal sein Mikrofon an. Hat er überhaupt irgendwas an? Wir können dich nicht hören. Der rote Velvet hat mal Rest. Oder sowas. Oh, und jetzt ist er verschwunden. Oh Gott. Kannst du mir vielleicht erklären, warum du und dieser Bastard, der etwa denkt, dass er etwa Qualität hat, hier sind? Oder hier waren? Oder keine Ahnung? Das sagst aber nur du. Weil du dich etwa für deine Vergangenheit schämst. Aber wir sollten nicht etwa uns für unsere Vergangenheit schämen. Wir sollten das Wichtige holen, was wir aus der Vergangenheit holen können. Das Beste, das Wichtigste. Die Vergangenheit ist nämlich super awesome manchmal. Und ich habe jetzt Hunger nach Chips. Oh, scheiße. Eine Überblende später und wir sind schon hier. Oh, wow. Wie inconvenient. Als ob man etwa zu wenig Budget hat, uns etwa zu transportieren oder transportieren. Du sagst auch gefühlt jede offensichtliche Kacke, oder? Das ist irgendwie dein Ding. Hast du das gehört? Mach dich bereit. Was auch immer etwa hier ist etwa grauenhaft. Muss etwas zerstört werden. Es ist das Schlimmste, was die Menschheit jemals gesehen hat.
Seid mir gegrüßt, ihr dummen Wichser. Ich bin es, der großartige, der perfekte, der gut aussehende Dieter Bohlen. Es ist Dieter fucking Bohlen. Natürlich ist es Dieter fucking Bohlen. Was zum Fick hätte ich sonst erwartet? Hast du was verstanden? Ich glaube, ich brauche dafür einen Übersetzer oder die Untertitel. Und der klingt doch nicht mal wie Dieter fucking Bohlen. Was ist das für eine Stimme? Mann, was steht doch nicht mal irgendein Wort ohne diese Untertitel? Du fragst es etwa, meine Stimme in Frage zu stellen, dann sollst du etwas sterben. Wenn du nicht sterben willst, dann gebe ich dir etwa eine andere Chance. Ich fordere dich heraus zu einer Aufgabe, die nur die Härtesten schaffen können. Wenn du diese Aufgabe schaffst, dann ja, damit meine ich dich, Idiot im roten Velvetanzug, dann werde ich dich etwa und diesen anderen Idioten freisetzen, so wie du es willst. Meine Aufgabe lautet: Reviewer das Meisterwerk Dieter der Film. Aus den Mitte 2000er Jahre, weil dieser Film muss reviewed werden. Du hast uns wirklich aus unseren Realitäten rausgeholt, aus unseren Zeiten, damit wir einen fucking Film wie Dieter der Film reviewen können. Ich weiß nicht, ob ich dich respektieren soll oder dich hassen soll. Oder beides. Hassen klingt so gut. Andererseits hat er viel Geld und das könnte man klauen. Andererseits, ich bin kein Swiper. Meine fucking Güte, dass ich das wirklich mache. Aber was tut man nicht alles, warum nicht etwa von einem bösen Gott, der etwa Dieter Bohlen ins Gesicht hat, umgebracht zu werden. Anyway, reden wir doch mal über Dieter der Film. Ein Film, wo ich bestimmt etwa viele Leute etwa ein Fragezeichen auf den Kopf gezaubert habe, denn viele denken sich bestimmt, sowas gab es. Ja, sowas gab es. Und ist es ein guter Film? Hahaha, absolut nicht. Denn diesen Film kann man auf vielen Ebenen kritisieren. Denn dieser Film ist natürlich etwa eine Biografie, eine Satire oder ein Animationsfilm über das Leben, das Machwerk von Dieter Bohlen, auch wenn es nur etwa für einen begrenzten Zeitraum etwa wirklich spielt. Aber hey, lieber etwa einen begrenzten Zeitraum sich zu fokussieren, statt etwa wirklich alles etwa in einen Film reinzucrammen, wie viele andere Biopics das leider machen. Aber um was geht es genau in Dieter der Film? Nun, ganz simpel gesagt, es geht um das Leben von Dieter fucking Bohlen. Seine Kindheit wird etwa uns beleuchtet am Anfang, seine Jugendjahren und etwa sein Start mit seiner eigenen Band Modern Talking. Und falls ihr euch denkt, die existierten, ja, die existierten. Wir sehen den Fall, den Beginn von Modern Talking und dann, warum auch immer, haben wir etwa eine zweite Hälfte von Dieter der Film, welche sich etwa fokussiert auf zwei Frauen, die etwa sehr, sehr wichtig in Dieters Leben waren und mit der er Affären gehabt hat. Und warum wir uns darauf fokussieren, das weiß ich selber nicht. Wer weiß, was fucking Dieter Bohlen sich dabei gedacht hat. Denn auch wenn er nicht der Regisseur dieses Filmes war, hatte er natürlich etwa einen nicht kleinen Einfluss auf diesen Film, denn ohne seinen Einfluss wäre es bestimmt schwierig gewesen, diesen Film überhaupt zu machen. Meine Güte, die Story ist messy. Der Film fühlt sich etwa so an, als hätten wir etwa eher mehr eine Serie von Dieters Leben, statt wirklich etwa ein Film. Und jedes Kapitel mehr oder weniger fokussiert sich auf einen anderen Aspekt seines Lebens. Am Anfang, jetzt nicht etwa so lange, haben wir etwa seine Jugendjahre, seine Kindheit und so weiter, seine Schulzeit, wie er etwa immer der war, der etwa gesagt hat, aber wir hatten Hausaufgaben. So nervig wie du, Klein Timmy. Hey, ich nehme nichts zurück, ich stehe bei der Aussage. Dann kommen wir etwa zu dem Part, wo er Modern Talking aufgebaut hat, wo er seine ersten großen Hits mit seinen Co-Star etwa gekriegt hat. Und auch den kleinen Fall von Modern Talking und die Reunion wird später am Ende kurz etwa angeschnitten. Und dann etwa dieser Liebesteil, warum auch immer der da ist. Und natürlich, Musiker haben etwa ein Liebesleben. Viele Leute haben ein Liebesleben. Aber warum zur Hölle ist das der Fokus der zweiten Hälfte? Das verstehe ich wirklich nicht. Außerdem, die Witze sind auch nicht so gut. Klar, Witze, Humor ist Meinungssache. Jeder hat etwa einen anderen Humor und mein Humor hätte bestimmt nicht etwa gestimmt mit dem Humor, den etwa Dieter der Film etwa anheuern will. Denn Dieter der Film hat etwa einen sehr typischen, sehr, sehr stumpfen deutschen Humor leider. Keinen intelligenten deutschen Humor, aber dieser richtig stumpfe, der etwa daraus besteht, haha, Titten, haha, Bier, haha, Erfolg, haha, Kaka. Und ich glaube, die wenigsten würden sich darüber etwa totlachen. Sicherlich kann man etwa ein paar gute Witze machen mit Bier oder über Bier, aber diese Witze hier sind wirklich, wirklich, wirklich unlustig as fuck. Ich habe wirklich auch nicht mal geschmutzelt bei einmal. Das wäre bestimmt der perfekte Film für eine Try Not to Love Challenge, wenn man etwa 1 Million Euro etwa dafür bekommen würde. Denn dann hätte ich etwa 1 Million Euro mehr und würde den Film freiwillig schauen. Weil so ist das wirklich eher weniger so dolle. Die Animationen sind solide, sind nicht perfekt, erinnern stark etwa an die Werner oder das kleine Arschloch-Film aus Deutschland. Denn immerhin ist die Produktionsstudio bzw. das Animationsstudio hinter diesen Franchises auch an diesem Film involviert gewesen. Und es ist kein schlechter Artstyle. Der Artstyle hat wirklich viel Charme an sich. Und das war der ikonischste deutsche
beste Animationsartstyle, wenn wir wirklich mal ehrlich sind. Ob es nun etwa was Gutes ist oder was Schlechtes ist, darf jeder selber für sich entscheiden. Aber er ist ikonisch, wir kennen ihn alle, mögen ihn oder hassen ihn alle. Das Voice Acting ist auch solide. Zum Glück haben wir nicht etwa Dieter Bohlen, wie er sich selber spricht, sondern einfach nur der Erzähler quasi ist. Und das ist ein definitiv besserer Approach. Der Voice Actor von Dieter Bohlen macht eine okays Impression und bringt etwa auch seinen Charakter wirklich gut Leben ein, die anderen machen einen okayen Job auch. Es ist keine Meisterleistung, aber ganz okay. Wie ihr bereits merken könnt, ich bin wirklich nicht begeistert von diesem Film. Als Satire funktioniert er wirklich nicht, der etwa wirklich nicht etwa die Over-the-Top nicht etwa von diesem Leben etwa aufgreift oder es Over-the-Top etwa darstellt. Natürlich macht dieser Film sich etwa über Dieter und sein Leben quasi lustig, aber er ist wirklich tame mit den Witzen, die er macht darüber. Genauso wird Dieter Bohlen als ein wirklich guter, gutherziger und super netter Mensch etwa dargestellt. Und auch wenn es logisch ist, da Dieter Bohlen etwa in diesem Projekt involviert war, hätte ich mir doch mehr etwa Pfiff gewünscht mit der Umsetzung von seinem Charakter. Natürlich gibt es ein paar Szenen und so weiter, aber die werden auch nicht etwa wirklich etwa erweitert oder groß etwa angesprochen. Die Animationen sind okay und solide. Das Voice Acting ist okay und solide. Der Film ist ein Mess und ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn und fühlt sich eher mehr an wie eine Anthology, statt wirklich ein chronologischer Film. Meinte man sich vielleicht etwa mehr fokussiert auf einen bestimmten Teil, diese Modern Talking Teil, denn ich glaube, das wäre wirklich der beste Teil von diesem Film gewesen. Wenn man sich einfach nur fokussierter hätte, wäre dieser Film okayer gewesen. Aber so ist er wirklich kein Film, den ich wirklich gut jemandem empfehlen kann. Ein wirklich seltsamer Film, der warum auch immer existiert. Aber hey, vielleicht mochtet ihr Dieter der Film. Wenn ja, schreibt doch gerne in die Kommentare. Bitte. Zu guter Letzt ein kleines Shoutout an den guten alten Sonny, der etwa auch zu Dieter der Film ein eigenes Video gemacht hat und wo er ausführlich etwa an diesen Film geht und es eher mehr ein bisschen analysiert. Link dazu in der Infocard, denn das Video ist wirklich gut gelungen. Und bevor jemand fragt, nein, ich hatte diese Videoidee schon länger. Und ja, Leute können etwa eine Videoidee auch anders machen. Und ich finde, meine Videoidee von diesem Thema ist doch schon etwa anders genug. Dennoch schaut dieses Video an, ist wirklich gut und es lohnt sich. Aber nun wieder zu meinem Trial oder was auch immer ihr das nennen wollt. Wie kannst du so wagen, meinen Film etwa so kacke zu bewerten? Du weißt wirklich nicht etwa, was du über einen richtigen Film sagen darfst. Die sollte mal steinigen für diese Qual, die du etwa hier gemacht hast. Du verficktes, kleines Arschloch. Also ich bin definitiv nicht zufrieden, weil du hast doch einfach den ganzen Review gemacht. Ich durfte noch nicht mal irgendwas sagen. Du hast den perfekten Random rausgelassen. Du hast ernsthaft erwartet, dass wir was Positives sagen. Dass ich was Positives über deinen fucking Film sage. Dein Film hat mehr Sexout, als ich etwa in irgendeinem meiner Videos fucking sagen könnte. Und ich sag sehr viel fucking. Nein, kommt wieder. Nein, meine Welt. Meine Pokale von Wer wird der Superstar? Meine Pokale, meine Medaille. Mein Reich. Ah, schreckliche Welt. Schreckliche Welt. Ah. 12 seconds later. Fuck! Ah, endlich sind wir zumindest zu Hause. Und du? Ich hoffe, dass du schnell wieder in deine Zeit transformiert wirst. Oh Gott, ich höre das schon wieder. Komm her, komm her. Er weiß nicht, dass er zu spät ist dafür. Naja, du musst schon zugeben, dieser Rand war eh etwa ein Spätvogel. Und ich hasse ihn. Who the fuck ist dieser alte Mann da? Ah, der Monitor geht endlich wieder, der Monitor geht endlich wieder. Wie sehe jetzt bei Idioten, habt nichts etwa hingekriegt heute. Wie immer etwa euch kennt, wie immer euch etwa kennt. Furchtbar, 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 furchtbar. Dieter der Film ist fucking scheiße. Er ist so fucking scheiße, das ist ja einfach nur fucking scheiße. Bye bye. Auch wenn du eine Nervensäge warst, werde ich dich irgendwie vermissen. Aber nicht deine Mikroqualität. Bitte tause etwas schnell dein Mikro. Die Zuschauer können sich das noch nicht mal etwa länger ertragen als das. Wie du meinst, Rand aus der Zukunft, wie du meinst. Es war schön mit dir. Auch wenn ich etwa deinen Modestil immer noch verachte. Auch wenn du etwa eine Nervensäge bist und wirklich Captain Obvious manchmal bist. Naja, goodbye, Random aus diesem Jahr. Goodbye, Ori. Goodbye, Random Fuchs, den ich noch nie gesehen habe hier. Aber der richtig gut aussieht. Und den man definitiv abonnieren sollte. Zwinker. Endlich ist er weg. Endlich ist er weg. Vielleicht sollte ich doch dieses Teil holen und die ganze Welt zerstören, damit ich nie wieder diese zwei Randoms sehe.
Bestimmt habe ich die meisten weggeschreckt mit diesem sehr, sehr, sehr seltsamen Video. Aber hey, ich wollte noch ein paar Worte verlieren. Erstmal danke für den ganzen Support, sei es nun Kommentare, Abonnenten, Likes und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt etwa keine genauere Zahl versagen, denn ich weiß, bei einem vorproduzierten Video ist es immer kacke zu sagen. Denn als ich dieses Skript geschrieben habe, war ich etwa auf 144 und jetzt auf 141 und wer weiß, wo ich jetzt bin. Aber dennoch, vielen, vielen, vielen lieben Dank für jeden, der etwa mich in irgendeiner Weise etwas supportet hat oder immer noch diese wirklich silly, seltsamen Reviews und Co. sich anschaut. Das weiß ich wirklich sehr wertzusetzen und ich möchte euch einfach nur ein ganz großes Dank sagen. Und ich hoffe, ich komme damit etwa nicht sehr kitzig rüber. Aber anyway, mich würde jetzt interessieren, was eure Meinung ist zum Dieter der Film. Seht ihr ihn auch so schlecht wie ich? Wie fandet ihr diesen Sit-Post? Solltet ihr es besser mal lassen oder vielleicht sogar öfter machen, aber dann dieses Mal ohne die anderen zwei eher wirklich grottigen Mikros? Schreibt das doch alles gerne in die Kommentare. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!